Die Hufeisensiedlung entstand vor ziemlich genau 100 Jahren. Sie war eine der ersten Berliner Siedlungen im sozialen Wohnungsbau und heute gehört diese architektonische Meisterleistung zum UNESCO-Welterbe. Dabei war Britz nicht immer so städtisch geprägt, denn lange Zeit spielte die Landwirtschaft hier eine bedeutende Rolle und genau darum geht es in dieser Folge von Einfach dein Kiez. Die Hufeisensiedlung konnte nur gebaut werden, weil die Stadt Berlin kurz zuvor Land kaufte, das ursprünglich zu diesem historischen Rittergut gehörte. Früher Gutshof ist das Schloss Britz, heute ein Veranstaltungsort für Theater, Konzerte und Lesungen. Das Areal beheimatet außerdem das Museum Neukölln, die Musikschule und Tiergehege. Kitagruppen und Schulklassen erfahren dort unter anderem, wie Menschen aus wilden Tieren Nutztiere züchteten. Heute leben auf dem Gutshof unter anderem Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen und Enten. Auch wenn es kaum noch landwirtschaftlich genutzte Flächen in unserer Millionenstadt gibt, existieren dennoch Orte, an denen Lebensmittel produziert werden. Einer, wo diese alten Traditionen fortgeführt werden, ist die Bäckerei Märkisches Landbrot. Und hier treffe ich jetzt Sarah Wolf von der Sarah Wiener Stiftung. Hallo Sarah. Hallo, grüß dich. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, immer gerne. Was genau ist denn eigentlich die Sarah Wiener Stiftung und welchen Ansatz verfolgt ihr? Wir leben den Traum, dass jedes Kind gut isst, dass sich jedes Kind vielseitig und nachhaltig ernährt. Und somit stärken wir in unseren Bildungsangeboten die Ernährungskompetenz von Kindern, fördern ihre Gesundheit und machen sie zu verantwortungsbewussten VerbraucherInnen. Warum ist denn das Thema gesunde Ernährung so wichtig? Weil viele Kinder überhaupt gar nicht mehr wissen, woher das Essen herkommt und wie es zubereitet wird. Das heißt also, der Bezug und das Wissen zu unseren Lebensmitteln fehlt. Wir haben in Deutschland mittlerweile auch schon über 15% der Kinder, die übergewichtig sind. Davon sind knapp 5%, 6% adipös. Wir wollen dem durch unsere Bildungsarbeit entgegenwirken. Für uns ist halt total wichtig, dass sich Kinder ganz ausgewogen und vielseitig ernähren. Und wir glauben, dass das die Basis für ein gesundes Leben ist. Welche Bildungsangebote und Programme bietet eure Stiftung denn dazu an? Wir qualifizieren unsere Kernzielgruppe, das sind Lehrkräfte, das sind aber auch Erzieherinnen, das sind andere Fachkräfte oder aber auch Eltern. In unseren Bildungsangeboten und Bildungsprogrammen machen wir sie fit für das Kochen und das Entdecken von Lebensmitteln mit Kindern. Seit der Gründung der Stiftung haben wir 17.000 Einrichtungen bereits erreicht und 34.000 Pädagogen, die wir qualifiziert haben. Und insgesamt haben wir deutschlandweit 1,6 Millionen Kinder, die wirklich an der praktischen Ernährungsbildung teilgenommen haben. Eines eurer Angebote bzw. Projekte oder Programme ist Essen entdecken. Genau. Was hat das damit auf sich? Ja. In dem Programm begleiten wir pädagogische Fachkräfte mit Kita-Kindern mit allen Sinn tatsächlich die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln zu entdecken. Und Essen entdecken bieten wir bundesweit an und die Teilnahme an Essen entdecken ist für die Kitas kostenfrei. Das heißt, mal rein praktisch gesprochen, klingt das für mich so, wie eine Kita-Gruppe zusammen mit der Erzieherin oder dem Erzieher gehen auf einen Bauernhof und erfahren dort quasi, wo kommen die Eier her und man kocht zusammen etwas oder wie funktioniert das dann? Mal ganz praktisch gesprochen. Genau. Bei uns ist es so, das Essen entdecken haben wir extra so konzipiert, dass es einmal in der Kita stattfindet und einmal aber auch außerhalb der Kita an einem Erlebnisort. Und das heißt, wir unterstützen unsere pädagogischen Fachkräfte über einen E-Mail-Kurs, den sie von uns bekommen. Und in diesem Bildungsprogramm, nämlich direkt in der Mitte, gibt es dann noch einen Besuch bei einem Erlebnisort. Das eine ist die Tagesexkursion zu einem Partnerbetrieb der Sarah Wiener Stiftung. Hier arbeiten wir bundesweit mit über 30 Biobauernhöfen und verarbeitenden Biobetrieben zusammen. Heute sind wir auch auf einem unserer Partnerbetriebe in Berlin, das ist das Märkische Landbrot. Mit denen arbeiten wir bereits seit 2021 erfolgreich zusammen. Und unsere zweite Variante von Essen entdecken ist eine Tagesexkursion zu einem selbstorganisierten Erlebnisort in der direkten Kita-Umgebung. Für uns ist wichtig, dass die Kinder über dieses Entdecken von Lebensmitteln mit allen Sinnen ganz viel Selbstwirksamkeit auch erfahren. Das heißt, sie sollen ins Tun kommen.
Essen entdecken ist ja nur eines der Programme, die ihr habt, richtig? Ja, das ist richtig. Und Essen entdecken richtet sich wirklich nur an unsere Kita-Kinder. Und daneben haben wir noch ein weiteres großes bundesweites Bildungsprogramm Ich kann kochen. Und zu Ich kann kochen gehört auch unsere digitale Plattform, die Familienküche. Und neben diesem großen Bundesprogramm haben wir noch 2 weitere kleinere Bildungsangebote hier in Berlin, die tatsächlich Teil der Berliner Ernährungsstrategie sind. Das ist einmal unsere Genussbotschafterin für Familien und das sind unsere Berliner Ernährungslotsen. Super interessante Programme, die ihr habt. Der Grund ist mehr als nur edel mit Blick in die Zukunft und die Problematik der Ernährung. Total spannend, hier reinschauen zu dürfen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Sarah. Dankeschön. Danke euch. In jeder Folge lerne ich etwas Neues über Berlin. Britz hat nicht nur eine landwirtschaftliche Vergangenheit, sondern heute noch Bildungsangebote für Kinder aus der Stadt, die nicht automatisch mit Tierhaltung oder Brotbacken in Berührung kommen. Britz zeigt, wie ein Stadtteil sich über Jahrhunderte verändern kann und dennoch seinen Wurzeln treu bleibt. Das finde ich spannend. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich würde gerne mehr über weitere Kieze in Berlin erfahren, dann schaut doch einfach eine weitere Folge von Einfach Dein Kiez, beispielsweise hier oder hier. Einfach draufklicken und reinschauen.